Schönen guten Tag, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu We Are Musical Talk Time. Auch heute habe ich mir wieder einen Gast zum ganz persönlichen Gespräch geladen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist aus unserer Catscast, die wunderbare Barbara Obermeier. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Erstmal vorweg, wir bleiben heute auf Abstand und wir sind getestet, also doppelte Sicherheitsmaßnahmen. Deshalb dürfen wir auch ausnahmsweise mal ohne Maske sprechen. Barbara, wir sind im Lockdown, wir dürfen nicht spielen, die Theater sind zu. Wie hast du diese Zeit erlebt? Was hast du gemacht? Wo warst du? Wie war das für dich? Also für mich ist es und war es auch jetzt eine ganz besondere Zeit und auch heute gerade wieder hier im Theater so zu sein, schon nach 3 Monaten mittlerweile. Ja, es ist ein unglaubliches Gefühl und ich bin da auch wirklich gerade immer so in einer Wellenbewegung, würde ich es beschreiben. Jetzt haben wir ja schon ein paar Lockdowns hinter uns und der erste war was ganz Neues ein bisschen. Da war ich total aktiv erstmal und habe mir so eine Tagesstruktur aufgebaut. Ich habe meine Wohnung ausgemistet und auch ganz viel Online-Sachen auf einmal gemacht, was für mich total neu war. Online-Yoga und natürlich auch mit meinen Freunden gefacetimed und habe da versucht, wirklich aktiv zu bleiben, weil ich, glaube ich, sonst auch ein bisschen down wäre. Und ich meine, natürlich gibt es auch immer wieder diese Tage, wo ich mir denke, ich halte es nicht mehr aus, mir fällt die Decke auf den Kopf. Aber ich versuche da immer möglichst aktiv dagegen anzugehen. Also bist du gleich aktiv geworden und hast geschaut, was muss gemacht werden, was ist liegen geblieben. Ja. Und wie war das jetzt dann beim zweiten oder dritten? War das dann auch noch so oder hast du den anders erlebt? Ja, wir hatten ja auch vorher dann die Phase, dass wir mal die Möglichkeit hatten, 1 Monat zu spielen. Das war wirklich das war was Besonderes. Was ganz Besonderes. Da sind wir alle wieder mit Energie aufgetankt worden. Und war natürlich die letzte Vorstellung schon hart, weil beim letzten Mal hat man gar nicht gewusst, okay, was passiert jetzt? Da war es auf einmal zu Ende und da konnte man ja schon vorahnen, okay, das wird jetzt erstmal unsere letzte Vorstellung sein. Das hat mich schon ein bisschen belastet am Anfang. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, ich lasse mich da jetzt nicht runterziehen. Bin dann wieder aktiv geworden und sehr schnell raus in die Natur gegangen. Ich bin schon im Frühjahr immer wandern gewesen und jetzt habe ich da auch gerade so eine neue Leidenschaft und Hobby auch für mich entdeckt. Und was ist das? Ich habe ganz super Fotos gesehen. Ja. Das ist ja wirklich was Besonderes, ja, also was du machst. Ich stelle das ja auch immer ein bisschen auf Instagram, wenn mir da folgt, der sieht das auch schon. Ich gehe mit meinem Hund ganz viel raus in die Natur und das ist einen ganz niedlichen Hund. Ja, der ist immer dabei. Der ist immer dabei und sie liebt das auch. Also das Sofal heißt sie. Die habe ich ja vor 2 Jahren aus der Slowakei geholt, aus einem Shelter. Und die ist auch für mich jetzt im Lockdown eine wahnsinnige Stütze, da auch jemanden an seiner Seite zu haben. Und ich sage immer, sie ist mein Seelenfreund und unterstützt mich da ganz toll. Und wir beide gehen jetzt immer raus in die Berge und erkunden erstmal die Natur, sowas am Anfang. Und jetzt habe ich da mir so auch so eine kleine Challenge gesetzt, dass ich da jetzt zur Gipfelstürmerin geworden bin und fange gerade an, Gipfelkreuze zu sammeln. Und dann mache ich auch immer fleißig Bilder davon. Aber nur die Bilder oder nimmst du sie mit? Wenn ich das schaffen würde. Ja, und da bin ich jetzt, ist es für mich ein neues Hobby geworden. Ich musste mich da auch mal reinfinden, also erstmal nochmal richtige Bergschuhe kaufen. Dann habe ich neu kennengelernt, es gibt Grödeln, das sind sowas wie Steigeisen in kleiner Form. Und mein nächster Schritt wären jetzt Schneeschuhe zu sein, dass man richtig Schnee wandern kann, weil es, eins meiner großen Ziele ist der Schneeberg. Aber da liegt ja immer auch Schnee am Berg, habe ich gesehen. Also du wanderst richtig durch den Schnee. Genau. Also ist das nicht auch sehr kalt? Ja, am letzten Montag war ich und das war aber strahlender Sonnenschein angesagt. Und dann sind wir rauf Richtung Gipfelnähe und dann kam ein Wind auf uns zu. Und das ging dann schon ein bisschen so an die Grenze auch. Aber das brauche ich, glaube ich, auch, dass ich mich das so auspower und auch das Gefühl immer dann wieder habe, ich habe was geschafft an dem Tag. Und du engagierst dich auch sozial, also hast da auch Aktivitäten aufgenommen. Genau. Jetzt im Lockdown erst oder war das immer schon so? Es war mir immer ein Bedürfnis. Ich habe auch schon mit meiner Freundin Marjan Shaki vorher Benefizkonzerte organisiert und habe mich da auch so meinen Weg ein bisschen reingefunden und war aber immer so auf der Suche, wie kann ich mich noch aktiv für einen
ja, Verein engagieren und bin letztes Jahr auf den Verein Nestwärme gestoßen durch einen mittlerweile ganz lieben Freund und Kollegen, den Stefan Konrad. Und dieser Verein, den gibt es schon seit 20 Jahren in Deutschland mittlerweile. Die haben ein Riesensystem, in dem sie Menschen oder im generellen Familien mit kranken Kindern unterstützen. Die haben dort Kindergärten, Hospize, Pflegeeinrichtungen. Und jetzt gibt es seit letztem Jahr gibt's auch hier in Österreich ein Nest, das Wiener Nest. Und da bin ich auch Mitglied. Und für uns ist es ganz wichtig, weil wir ja von der kulturellen Seite kommen, dass man Nestwärme spürt und Nestwärme erlebt. Und natürlich ist es jetzt ein bisschen anders, weil die Pandemie natürlich auch solche Vereine sehr trifft und haben uns da auch online-mäßig präsentiert. Und da gibt es ganz tolle Resilienz-Online-Workshops. Und ich habe da selbst auch wieder was dazugelernt, weil für mich war Resilienz kein Begriff. Ich konnte damit nichts anfangen. Und jetzt hört man das ja auch in den Medien sehr ja, da oft geht es und sehr um häufig. Veränderung, sich auf Veränderungen einzustellen. Das betrifft uns ja jetzt alle. Alle in der Pandemie. Wie kann ich da meine Widerstandskräfte stärken, vielleicht sogar ganz neu erlernen und weiterentwickeln, dass man da auch gestärkt aus so einer schlimmen Situation rauskommen kann. Hast du da jetzt auch etwas mitgenommen aus dem Lockdown für dich, auch für die Zukunft, wo du sagst, das möchte ich mir beibehalten? Also ich versuche da jetzt gerade, natürlich ist es eine schlimme Zeit für uns alle und ich habe da auch wirklich Tage, wo es mir nicht gut geht. Aber mir positiv, was es mir gebracht hat, war es die Entschleunigung. Also dass ich wirklich da zu mir zurückfinde und wir sind ja immer, die Handys auch, man kriegt gleich eine E-Mail, man antwortet sofort, alles wird so schnell und man kann da gar nicht mehr so auf sein inneres Gefühl hören und das hat es mir beigebracht. Auch eine Pause irgendwie von allem war das? Doch, ja. Und ich habe auch zum Meditieren angefangen. Ach so. Ja, so. Im ersten Lockdown, da war ich ganz fleißig und konnte mir das früher auch gar nicht vorstellen. Entschleunigt und sehr aktiv. Ja, trotzdem. genau. Du hast jetzt ein paar Mal online erwähnt, dass du viel online machst. Viele Künstlerinnen und Künstler machen ja auch Online-Formate, so wie wir heute auch. Ja. Viele hat sich da verlagert. Aber wie wichtig ist dann das Live-Erlebnis für den Künstler? Glaubst du, da kann sich mehr ins Internet verlagern oder braucht es doch den Applaus und das Publikum im Saal? Also wenn ich natürlich jetzt den Saal hinter mir habe und da reinschaue, dann fehlt mir das als Künstler extrem. Man sagt ja auch immer, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Aber ich finde, da hängt noch ganz viel mehr dran, weil wir haben ja auch über Jahre lang so ein Gefühl entwickelt, eine Intuition, dass man das Publikum auch spürt. Wie sind die drauf an dem Abend? Wie viel Energie stecke ich da rein? Gerade wenn ich jetzt einen Song performe oder spiele, sind die vielleicht ein bisschen müde oder aufgeregt total dabei und das fehlt uns gerade natürlich. Das spürt man dann auch auf der Bühne. Ja, total. Also brauchst du schon auch ein Publikum. Auf alle Fälle. Das da ist. Ja, und ich hoffe, dass das irgendwann wieder möglich sein wird. Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich auch schon auf die wieder erste Vorstellung. Ja. Wir haben Sie gebeten, uns Fragen zu schicken an euch und die habe ich hier in diese Umschläge getan. Ich weiß nicht, welche Frage in welchem ist. Fragen von unserem Publikum. Und dann möchte ich dich bitten, eine zu ziehen und die stelle ich dir dann. Okay. Was du möchtest. Was ich möchte. Ich nehme die goldene Mitte. Genau, in der Mitte. Schauen wir mal. Ja. Wirklich? Ja. Na gut. Welches Musical hatte den meisten Einfluss auf dich? Das ist eigentlich für mich eine einfache Frage und hat gerade auch sehr viel mit meiner Gegenwart zu tun und das ist Cats. Tatsächlich? Ja, also da hat sich auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wir spielen jetzt schon länger, so ein Kreis für mich privat auch geschlossen. Wir haben damals in unserer Schule, ich war 15 glaube ich und habe von Musical noch nie was gehört, obwohl meine Eltern ja beide, die sind Kirchenmusiker, sehr musikalisch meine Familie. Und dann haben wir in der English Drama Group haben wir Cats aufgeführt. Und dann habe ich erst mal gesehen, was das ist, was Musical bedeutet. Wir haben uns die Vorstellung angeschaut damals und ich habe in dieser Produktion die gleiche Rolle gesungen, die ich heute hier auf dieser Bühne singe, genau, die Jelly Lorum. Und ich habe damals am Anfang von meiner Karriere irgendwie nie gedacht, dass ich mal selbst wirklich Cats spielen werde. Und da ist für mich ein großer Traum in Erfüllung gegangen und deswegen hat das so für mich einen großen Einfluss. Also es ist ein ganz besonderes Stück für dich. Ja.
Und dann freust du dich auch ganz besonders, ja, total. wenn es wieder weitergeht. Ja, du hast uns sehr. heute einen Song mitgebracht, den du dir ausgesucht hast. Ja, Welcher Song ist denn das und warum wolltest du den heute singen? ich bin ja jetzt schon seit knapp 12 Jahren hier in Wien in Österreich. Und Wien und Österreich ist meine zweite Heimat geworden. Und ich fühle mich da wirklich sehr stark verwurzelt hier. Und ich komme ja eigentlich aus Bayern, ist auch nicht so weit weg, aber jetzt bin ich ja auch sehr viel in den Bergen unterwegs. Und da habe ich mir gedacht, weil ich vorher nicht die Möglichkeit hatte, das mal zu singen, ich werde vom Reinhard Fendrich I'm from Austria singen, was hier bei euch auch ein ganz toller Erfolg war. Und ja, es ist ein super Song und ich freue mich, dass ich den heute hier singen kann. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, besonders mit der Geschichte, warum du dir das ausgesucht hast. Sehr, sehr schön. Barbara Obermeier mit I Am From Austria. Die hohe Zeit ist lang vorüber und da die Höhe hast hinter dir von Ruhm und Glanz ist wenig über. Sag mir, wer zirkt nur den Hut vor dir? Außer mir, ich kenn die Leid, ich kenn die Rotten, die Dummheit, die zum Himmel schreit. Ich steh zu dir bei Licht und Schatten, jederzeit, da kann man machen, was man will. Da bin ich her, da kehr ich hin, da schmilzt das Eis von meiner Seele, wie von einem Gletscher im April, auch wenn wir schon vergessen haben. Ich bin dein Apfel, du Meister, so wie dein Wasser teufels rinnt, unwiderstehlich und so hell, fast wie die Tränen von einem Kind. Wird einmal Blut auf einmal schnell, sag ich am Ende der Welt voll stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. I am from Austria. Es waren die Störche oft zu beneiden, heut flieg ich noch viel weiter fort. Ich seh die meist nur von der Weiten. Wer kann verstehen, wie weh das manchmal tut? Da kann ich machen, was ich will. Da bin ich her, da kehr ich hin, da schmilzt das Eis von meiner Seele, wie von einem Gletscher im April, auch wenn wir schon vergessen haben. Ich bin dein Apfel, du Meister, so wie dein Wasser teufels rinnt, unwiderstehlich und so hell, fast wie die Tränen von einem Kind. Wird einmal Blut auf einmal schnell, sag ich am Ende der Welt voll stolz. Und wenn ihr wollt, sag ganz allein, I am from Austria. I am from Austria. I am from Austria. I am from Austria. Barbara Obermeier mit I Am From Austria aus dem gleichnamigen Musical, begleitet an der Gitarre von Harry Peller. Barbara, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Sollten Sie es noch nicht tun, folgen Sie uns doch gern auf Social Media. Dort können Sie diese und auch andere Folgen auch nachschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Auf Wiedersehen.